Eine Kleinigkeit hätte ich vielleicht auch noch, so als kleiner Tipp, hin und wieder kommen, manchmal fragen oder gerade auch bei dieser Toilette, dass Kunden anrufen und sagen, ja, der Ventilator schaltet sich nicht ab, obwohl der Schieber geschlossen ist. Und das ist vielleicht gar nicht so schlecht auf dem Wege hier. So. Und zwar, die Toiletten von Tedford haben, sage ich mal, eine kleine Besonderheit. Und zwar, sie haben einen zweigeteilten Schiebermechanismus. Dieser Mechanismus ist also in 2 Stufen unterteilt. Bei der ersten, ich senke ab, die Dichtplatte senkt sich nach unten und schwenke dann erst zur Seite. So, jetzt ist es so, hin und wieder gehen die Toiletten von Haus aus etwas schwergängiger, manchmal auch durch Verschmutzung gehen sie schwergängiger. Das bedeutet, ich erlebe es immer wieder, dass manche dann den Schieber schließen und auf einen Widerstand am Ende drücken und dann lassen sie es gut sein. So, und dann gibt es die Fälle, dass unter Umständen unser Ventilator natürlich noch weiterlaufen würde. Man muss bei diesen Kassetten, wenn man das langsam schließt, man trifft am Ende auf einen Widerstand und den muss man nochmals überdrücken und dann hört man diesen Klack. So, erst dann ist die Kassette A richtig verriegelt. Und was man dann auch sieht, das ist ja das Teil, was einem die Kassette öffnet. Ich öffne nochmal, das wäre ganz auf. Da ist jetzt der Widerstand. So, und wir sind ja mit unserem kleinen Federschalter genau an diesem Teil. Und jetzt sieht man schon, wenn der jetzt hinten anliegt, dann könnte es sein, dass er immer noch nicht genügend gedrückt wird, um ihn auszuschalten. Erst wenn man dann richtig schließt, dann ist er aus. Einmal im Jahr sollte man der Kassette tatsächlich einen Kassettenreiniger wirklich mal gönnen, um innen drin Anhaftungen, die sich angesammelt haben, Urinstein, Kalk wirklich lösen zu können. Und da sollte man wirklich auf Produkte gehen, die auch tatsächlich für diese Kassetten zugelassen sind. Also das Schlimmste, was man machen kann, ist mit Essig oder chlorhaltigen Reinigungsmittel aus dem Haushalt an die Kassette ranzugehen. Chlor und Essig lösen diese Dichtungen. Diese Dichtung reagiert wirklich allergisch auf Essig und Chlor. Bei Chlor quillt sie regelrecht auf. Gummi ist eigentlich ein poröses Material. Die schäumt auf, dann wird die regelrecht größer. Bei Essig wird diese Dichtlippe unten ganz wellig. Die Dichtung kann man ja noch relativ einfach wechseln, aber es gibt ja noch 2, 3, 4 verschiedene andere Dichtungen, die dran sind. Also da kann ich empfehlen, auch wenn ich jetzt diese Produkte an sich nicht verkaufe, aber man sollte mit zugelassenen Sachen, die für diese Kassetten bestimmt sind, daran gehen. Zeigt aber wieder, gute Pflege bedeutet auch, dass man lange etwas von dem Produkt hat. Ja, richtig. So, irgendwann kamen Kunden zu uns, die gesagt haben, wir haben euer Produkt schon seit Jahren, waren super zufrieden, haben jetzt ein neues Auto mit einer anderen Toilette und auf einmal funktioniert was nicht so richtig. Dass man ab und zu tatsächlich einen Geruch hat, der so, ich sag mal, beim Toilettenbenutzen die ersten 2, 3, 4, 5 Minuten da ist, dann aber verschwindet. So, bis wir dahinter kamen, was sich verändert hat. Also, die Toiletten haben sich etwas geändert. Und zwar die Toilettendeckel. Das ist die sogenannte C220, das Nachfolgemodell der C200. Und der ganz große Unterschied ist zur C200, dass bei dem Modell der Toilettendeckel, sobald er geschlossen ist, nahezu luftdicht geschlossen ist. Bei dieser C200 war hinten ein Riesenspalt, wo man fast noch einen Finger durchstecken konnte. Das bedeutet, die Feuchtigkeit, die jetzt hier nach dem Toilettenbenutzen drin steht und auch, man muss sagen, manchmal, es lässt sich ja nicht vermeiden, dass manchmal minimalste Reste von Urin drin hängen bleiben nach dem Spülen. Manchmal geht die Spülung nicht kreisrund und und sobald der Deckel jetzt hier nahezu luftdicht geschlossen ist, entwickelt sich da eine Duftwolke drin. Ähnlich, ich vergleiche das immer mit einem nassen Lappen, den man mal vielleicht in der Plastiktüte vergessen hat. Das fängt an zu modern. Und das passiert hier. Das konnte früher nicht passieren, weil das Becken belüftet war permanent. Die Feuchtigkeit konnte raus, es konnte abtrocknen. Und die Kunden sagen dann immer, es passiert dann Folgendes. Man öffnet diesen Deckel, macht den Schieber auf und es entsteht der Eindruck, die Duftwolke würde aus der Kassette steigen, aber in Wirklichkeit entweicht dann diese Duftwolke aus dem Toilettenbecken. Hin und wieder sieht man auch, dass die Toilettendeckel heute beschlagen sind, regelrecht nass. Also eine Kondenswasserbildung. Kondenswasserbildung. Das ist das Zeichen dafür, dass das Becken einfach nicht richtig belüftet ist. Jetzt gebe ich den meisten den Tipp, kleben Sie sich hier irgendwas hier unten drunter, also so Gummiauflagen, die man manchmal bei so Möbeln oder sowas hat, vielleicht in weiß, 2, 3, 4, 5 Millimeter, dass wenn auch der Deckel hier geschlossen ist, er trotzdem in Spalt noch geöffnet bleibt, damit das Becken abtrocknen kann. Und dann hat man nicht dieses Problem.